In diesem Video zeige ich dir die 5 Fehler, die dein Leder auf Dauer zerstören und wie du sie vermeiden kannst. Fehler Nummer 1. Du startest mit der Reinigung, bevor du gründlich gesaugt hast. Und das gilt nicht nur für die Fläche, sondern auch gerade hier für die Falten. Weil wenn da noch Sand drin ist und du fängst an mit der Bürste, mit dem Tuch, mit dem Schwamm, womit auch immer dein Leder zu reinigen und reibst die Sandkörnchen über den Sitz, dann zerstörst du dir die Nähte, reißt dir die Nähte auf oder raust dir die Nähte auf und vor allen Dingen zerstörst du dir auch dein Leder, weil das natürlich eine abrasive, eine schleifende Wirkung hat. Das heißt, am Anfang wirklich gut saugen und dann gerne auch mit dem Pinsel hier einmal schön durch die ganzen Ritzen durchfeuern, um das mal aufzugreifen. Und den Sand entfernen, bevor du mit der Reinigung anfängst. Das ist ein wichtiger Schritt als allererstes. Fehler Nummer 2. Du verwendest den falschen Reiniger und das bedeutet erstens einen zu alkalischen Reiniger, also alles über pH-Wert 8 oder 9 oder einen lösungsmittelhaltigen Reiniger. Der lösungsmittelhaltige Reiniger greift dir den Topcoat an und der Topcoat ist quasi die Klarlackschicht des Leders, die wie beim Autolack das Leder vor Abrieb, UV-Strahlung und auch Verfärbung schützt. Wenn du da mit dem Lösungsmittelreiniger rangehst, geht der Topcoat ab. Schon Isopropanol reicht aus, um den Topcoat zu entfernen. Deswegen verwende bitte immer lösungsmittelfreie Reiniger. Du solltest auch nicht zu stark alkalische Reiniger verwenden. Warum eigentlich nicht? Eine Lederoberfläche hat im Normalfall einen pH-Wert von 5,5 im Neuzustand. Wenn du jetzt Reiniger verwendest, die deutlich über 8 sind oder deutlich über 9 sind, zum Beispiel Sattelseife, dann verschiebst du diesen pH-Wert in einen stark alkalischen Bereich, was dazu führt, dass auch der Topcoat wieder zerstört wird und auf Dauer diese alkalische Oberfläche eindringt. Um das zu vermeiden, verwende bitte für die regelmäßige Pflege deiner eigenen Sitze oder für das Reinigen von an sich gepflegten Sitzen passende Lederreiniger mit pH-Wert 5 bis 6. Alles darüber hinaus, auch mal ein starker Lederreiniger, der 8 oder vielleicht mal 9 hat, sollte wirklich nur verwendet werden für eine Lederaufbereitung. Ich zeige dir jetzt mal hier mit so einem pH-Hautmesser, der natürlich dann auch Lederoberflächen messen kann. Den Sitz, der wurde schon gereinigt und hat nach dem Reiniger oder den Reiniger haben wir komplett entfernt und wir zeigen dir mal die Oberfläche nach einem Reiniger mit einem pH-Wert 8. Du siehst also, es ist unbedingt wichtig, den richtigen pH-Wert zu verwenden und auch da haben wir in einem Video über Lederreiniger mild, Lederreiniger stark schon ausführlich drüber gesprochen. Nur kurz so viel vorweg, ist mal eine intensive Aufbereitung nötig, wie jetzt bei dem hier, ne, oder bei einfach nicht so gepflegten Ledern, braucht man auch mal einen alkalischen Reiniger. Danach aber bitte unbedingt mit Essig und Wasser neutralisieren, dass du auf den pH-Wert um die 7 kommst. Wenn es ein neues Auto und ein neues Leder ist, bitte Richtung 6 und knapp drunter, das wäre ideal. Bei so alten Autos aufgrund der Verschmutzung und auch des Schweiß, mit dem das Leder Kontakt hat, verschiebt sich der pH-Wert eh schon so ein bisschen. Alles um die 7 ist noch vollkommen in Ordnung. Deutlich drüber solltest du im besten Fall nicht sein. Und wie gesagt, ganz wichtig, keine Sattelseife verwenden. Das ist ein stark alkalischer Reiniger, der eben für Fettleder und für Sattel oder Sättel gemacht ist und nicht für Autoleder. Das kann man vielleicht einmal machen, wenn man so ein Auto gekauft hat und einmal eine Grundreinigung macht, danach aber unbedingt neutralisieren. Verwendest du auf Dauer Sattelseife für deine Ledersitze, verspreche ich dir, sind sie innerhalb von einem Jahr kaputt. Fehler Nummer 3. Du arbeitest bei der Reinigung zu nass oder machst zu große Bereiche, wodurch zu viel Feuchtigkeit auf dem Leder wirkt. Auch wenn Leder lackiert, also pigmentiert ist, in den meisten Fällen bei Fahrzeugen ist das so, ist das Leder noch zu 2% ungefähr feuchtigkeitsdurchlässig, einfach damit es nicht austrocknet und auch ein Austausch von Feuchtigkeit stattfinden kann. Wenn das Leder jetzt zu nass wird, weil du zum Beispiel mit einem nassen Tuch drüber wischst, haben wir früher, muss ich sagen, auch falsch gemacht, dann steht die Feuchtigkeit auf der Oberfläche und kann ins Leder eindringen, was zu einem Schaden am Leder, im schlimmsten Fall sogar zu Schimmel führen kann. Das gleiche passiert natürlich, wenn du jetzt den ganzen Sitz reinigst, ohne abzuwischen und dann hier weiter oben vorgehst, dann dringt der Reiniger da unten natürlich, hat viel Zeit in den Sitz einzudringen und gerade bei so perforierten Sitzen, wo das Leder ja in der Stanzung meistens nicht lackiert ist, sondern unbehandelt ist, dringt dann Feuchtigkeit ein. Das sieht man manchmal bei manchen Schäden, dass man so richtige Kreise um diese Perforation hat. Da ist dann Feuchtigkeit eingedrungen und hat das Leder aufquellen lassen und geschädigt und auch hier wieder den pH-Wert des Leders verändert. Deswegen mach bitte einzelne Schnittteile, also eine so eine Wange, vielleicht hier vorne ein Schnittteil, vielleicht hier auch mal 2, also dass du wirklich nicht so viel hast und wisch danach sofort den Reiniger wieder runter. Und wenn du mit dem Sitz fertig bist, neutralisiere den Reiniger, wenn du mit Lederreiniger stark gearbeitet hast. Beim milden brauchst du es nicht, da er vom pH-Wert entsprechend eingestellt ist. Fehler Nummer 4. Du verwendest die falschen Werkzeuge bei der Lederreinigung. Und was meine ich mit Werkzeug? Werkzeug ist für mich sowas wie eine Bürste, ein Schwamm, ein Mikrofasertuch
oder auch Melaminschwamm, also ein Schmutzradierer. Bei der Bürste solltest du darauf achten, dass du eine nicht zu harte Bürste verwendest. Das Thema Bürste und Schwamm ist ja sehr heiß gekocht, haben wir auch in unseren Videos schon mal ausgelassen, haben auch einen Vergleichstest gemacht, das brauchen wir jetzt gar nicht zu behandeln, aber achte darauf, dass wenn du die Bürste auf deine Hand setzt und mit ein bisschen Druck rüberziehst, solltest du nicht wie ich einen krassen Striemen auf der Hand haben. Das ist zu krass fürs Leder. Also in dem Moment, wo du auf einer, sag ich mal, empfindlichen Hautstelle eine Bürste ansetzt und mit normalem Druck rüberziehst und es dir nicht wehtut, ist die Bürste auch in Ordnung fürs Leder. Wie gesagt, passt bitte dein Werkzeug auch der Verschmutzung und dem Pflegezustand an. Nicht immer ist eine Bürste nötig, manchmal kommst du nicht drum herum. Du solltest auch auf keinen Fall diese Melaminschwämme verwenden, es sei denn, du willst danach eine Lederreparatur durchführen. Diese Schwämme sind schleifend, also sie reiben sich ab und haben eine schleifende Wirkung auf die Oberfläche. Dadurch haben sie natürlich einen extrem guten Reinigungseffekt, aber du entfernst dir damit auch den Topcoat und damit die Schutzschicht des Leders. Du siehst das gar nicht. Also du reinigst, wischst ab, das Leder sieht top aus, aber wenn der Topcoat entfernt ist, dann wird das Leder ausbleichen und ist einfach nicht mehr geschützt. Die Farbe kommt mit runter mit der Reinigung und auf Dauer geht es auch hierdurch kaputt. Das gleiche gilt übrigens fürs Abtragsmedium. Bitte verwende nur saubere Tücher und hochwertige Tücher. Auch hier ist eine große Diskussion, Baumwolle oder Mikrofaser. Im Zweifel, wenn du dich nicht auskennst und dich damit nicht beschäftigen willst, nimm Baumwolltücher. Damit kannst du nichts falsch machen, wenn es neue, gepflegte Baumwolltücher mit nicht zu harten Fasern sind. Du kannst auch hochwertige Mikrofasertücher verwenden. Als Maßgabe, die Tücher, mit denen du an einen gepflegten, polierten Lack gehen würdest, mit denen kannst du auch problemlos auf Leder gehen. Und Fehler Nummer 5. Du verwendest die falsche oder gar keine Lederpflege. Nachdem das Leder gereinigt ist, muss es zwingend geschützt, gepflegt und genährt werden. Bei alten Ledern haben wir euch auch schon mal erklärt, je nachdem wie alt das Leder ist, benutzt ihr eine Pflegemilch, Lederprotektor oder eine Lederversiegelung, um sozusagen den Topcoat zu stabilisieren und ihn schmutzabweisender zu machen. Es sollte auf keinen Fall natürliches Wachs verwendet werden. Also bitte kein Bienenwachs verwenden, das wird ranzig. Auch Nivea-Creme ist für lebende Haut geeignet, für tote allerdings nicht mehr. Verwende bitte spezielle Lederpflege von Herstellern, die sich damit auskennen und die wissen, was in so einem Produkt drin sein muss, dass das Leder auch gepflegt wird. Denn wie ich bereits vorher schon erklärt habe, Leder nimmt das, was auf der Oberfläche ist, nach innen auf. Und wenn es nur eine billige Silikonpampe ist, sage ich jetzt mal, dann wird das Leder auch auf Dauer zerstört. Alle diese Fehler kannst du mit hochwertigen Produkten vermeiden. Alles, was wir empfehlen und verwenden, verlinken wir dir wieder hier unten in der Videobeschreibung. Denk an den Rabattcode Autolackaffenmeyer-Waschguru oder wenn du Gewerbekunde bist, registriere dich als Gewerbekunde und nutze bei deiner ersten Bestellung in den Bemerkungen den Code DCON, D-C-O-N, für 2 kostenlose Geschenke zu deiner ersten Bestellung und spare dann als Gewerbekunde auch ordentlich beim Einkauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. So vermeidest du in Zukunft die Fehler und erhältst dein Leder dauerhaft gepflegt und in einem ordentlichen Zustand. Bis zum nächsten Mal. Abonniere den Kanal und drück die Glocke, um kein Video zu verpassen. Hau rein!